Hallo, meine liebe Waage und natürlich auch ein herzliches Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Waage, wir schauen uns heute deine Energien an. Was steht für dich bereit? Was möchte sich dir zeigen? Wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte nur das an, was zu dir gehört. Ja, liebe Waage, dann würde ich sagen, starten wir doch. Liebe Waage, was ist zurzeit wichtig für dich? Wo darfst du hinschauen? Was möchte sich dir zeigen, liebe Waage? Was ist wichtig für dich, liebe Waage? Was ist wichtig für dich? Wir haben hier auch noch einen Stopp. Dreimal das Stopp. Wir haben, liebe Waage, Dankbarkeit und Wertschätzung, eine neue Haltung und die Liebe zählt. Sehr, sehr spannend, auch sehr gefühlvoll nehme ich wahr, sehr liebenswert vor allem. Ich nehme hier eine ganz starke, liebenswerte Energie wahr. Ich weiß nicht, ob du das bist oder ob das dein Gegenüber ist oder einfach jemand, der dir nahe steht. Und ich sehe auch hier mit Dankbarkeit und Wertschätzung, nehme ich so ein bisschen zwei Dinge wahr. Aber vor allem nehme ich wahr, dass da irgendein Mensch in deinem Leben ist, vielleicht ist es dir bewusst, vielleicht ist es dir auch nicht bewusst und die Person schätzt dich enorm. Sie ist sehr, sehr dankbar auch für deine Worte, für deine Weisheit und dass du einfach da bist. Es kann sein, dass es dein Partner ist, kann sein jemand vielleicht auch bei der Arbeit oder freundschaftlich. Ich sehe einfach, dass sich auch jemand wie erkenntlich zeigen möchte und nimm es an. Nimm es wahr. Es kann auch umgekehrt sein, dass du vielleicht dankbar bist, für dass jemand bei dir ist oder mit dir oder dir so ein bisschen die Weisheit teilt. Falls ja, dann zeige deine Dankbarkeit, zeige deine Wertschätzung. Ganz, ganz wichtig. Zeige es, auch wenn es vielleicht für dich logisch ist, dass du dankbar bist, heißt das nicht, dass dein Gegenüber das vielleicht wahrnimmt. Also zeige wirklich deine Dankbarkeit und deine Wertschätzung. Ich habe das Gefühl, es ist wichtig, aber es kann auch umgekehrt sein. Ich nehme auch wahr, dass es an der Zeit ist, so ein bisschen die Liebe zählt, haben wir hier. Falls du auf der Suche nach Liebe bist, sehe ich, dass hier eventuell bald eine Begegnung kommt und dass du dich dem öffnen darfst, sogar sollst, weil es etwas Schönes ist. Also hier bleib offen für die Liebe, sei auch bereit, Liebe zu empfangen. Und ich sehe hier einfach eine warme Energie. Also hier kann auch sein, dass du schon jemanden hast und dass da sehr viel Wärme da liegt, eben diese Wertschätzung. Oder dass jemand auf dich zukommt und diese Person hat eine sehr wertschätzende Art. Und das ist vielleicht für dich ungewohnt. Nimm es an. Nimm es unbedingt an. Wir haben hier eine neue Haltung. Zwei Welten oder zwei Meinungen, die ineinander gehen. Oder wie zwei Energien. Es kann sein, dass du plötzlich eine Weltansicht plötzlich wie änderst oder dass du vielleicht dich über ein Thema Gedanken machst, wo du vorher gar nicht so auf dem Schirm hattest, oder dass du plötzlich zu einem Thema wie eine andere Meinung bekommst. Fühlt sich an wie Horizonterweiterung, dass du plötzlich wie etwas verstehst, viel mehr verstehst als vorher. Ja, es ist wirklich so wie, du siehst wie über den Tellerrand und nimmst dadurch wie eine neue Ansicht wahr. Also bekommst wie eine neue Ansicht. Und diese neue Ansicht deutet darauf hin, dass hier Wachstum kommt. Großer, also sehr starker Wachstum bei dir, weil du wie nicht festgefahren bist, sondern
du findest wie eine Art Wahrheit oder du entdeckst vielleicht auch etwas Neues und integrierst das in deine Umgebung oder in deine eigene Wahrnehmung. Ja, Horizonterweiterung, ganz stark. Schauen wir mal. Kann auch sein, dass das diese Person ist, die das einfach so ein bisschen anstupst. Muss nicht, kann. Was ist dein Hauptthema, liebe Waage? Wir haben König der Schwerter, Luftenergie, vielleicht hast du es auch mit einem Luftzeichen zu tun, und der Magier. Starke Manifestationsenergie, also hier so ein bisschen Acht geben, was du aussendest. Darum sende wirklich Liebe aus, die Energie der Dankbarkeit und auch die Energie der Wertschätzung, weil das, was du aussendest, bekommst du zurück. Und ganz wichtig, Dankbarkeit aussenden heißt nicht, dass du einfach nur Dankesgedanken hast oder Sätze dir im Kopf aufsagst. Du musst es fühlen, sonst sind es nur leere Worte. Also wenn du nur sagst, ich bin dankbar für mein Haus, fühlst du das auch? Wenn du es nicht fühlst, dann hat es keine Wirkung. Ich bin dankbar für meinen Partner oder für meine Gesundheit. Bist du wirklich dankbar für deine Gesundheit? Fühlst du es in deinem Herzen? Fühlst du es so intensiv, dass du weinen könntest, weil du so dankbar bist? Das ist echte Dankbarkeit, dieses tiefe Empfinden. Und darum gib Acht, was du wirklich aussendest. Weil wenn du nur nette Worte im Kopf formst, aber das Gefühl dahinter ist eher eine Mangelenergie, dann sendest du die Mangel aus. Ganz, ganz wichtig. Hier sehe ich auch, dass sich vielleicht einige mit dem Thema Magie beschäftigen, mit dem Thema Rituale, vielleicht auch Spiritualität. Sehr interessant, und dass man vielleicht dadurch wie etwas Neues entdeckt. Vielleicht auch mit Kräutern, muss nicht sein, kann. Ich sehe auch, dass sich hier eine Tür öffnen könnte. Schauen wir mal, warum der Magier. Eventuell geht es auch darum, um ein Loslassen-Ritual zu machen oder sich von irgendwas zu lösen. Von einer Angst, damit eben diese Tür wie geschlossen wird und dass sich eine neue Tür öffnet. Weil ich sehe hier ein bisschen die Energie der Angst, also man macht sich einfach viele Gedanken. Vielleicht machst du dir auch viele Gedanken gar nicht über dich selbst, sondern über jemand anderen. Dass du dir sehr viele Gedanken machst über dieses Luftzeichen oder über dein Gegenüber oder über den Job, was auch immer. Und ich sehe hier, dass auch ein Loslassritual dir helfen könnte, weil du hast sehr starken Zugang. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, jemand hat Talente, Rituale zu machen. Aber Rituale, die vielleicht mehr in Richtung Schamanismus gehen oder auch mehr naturverbunden sind. Also falls du dich für das Thema Schamanismus oder auch zum Thema Natur wie Kräuter oder auch Waldwesen, Naturgeister interessierst, vertiefe dich dort mal, weil ich sehe, dass einige in diesem Bereich Talente haben. Ansonsten sehe ich hier eben diese kopflastige Energie, also jemand ist sehr stark verkopft und analysiert etwas, obwohl die Lösung oder die Antwort vor der Nase ist. Also hier sehe ich eine Lösung, eine Antwort ist eigentlich vor der Nase, aber man sieht es wie nicht. Schauen wir mal, was ist denn die Herausforderung? 4 der Stäbe, ein Fundament zu kreieren. Entweder, falls du das Thema Liebe hast, sehe ich als Herausforderung, dass eine Verbindung wachsen kann, dass sich das schwierig anfühlt. Vielleicht ist das Thema Vertrauen noch nicht so da oder man hat sehr viele Ängste, also wirklich diese Verbundenheit, dass die nächste Ebene kommen kann, da könnte es ein bisschen stocken. Ansonsten als Herausforderung 4 der Stäbe nehme ich einfach wahr, dass etwas zwar Form bekommen möchte, entweder ein Vorhaben, ein Projekt, aber es ist wie
ja, es ist als könnte man wie ja, den Samen nicht sehen oder das Fundament nicht kreieren. Ich bekomme auch ganz stark rein, wenn du dich für das Thema Weiterbildung interessierst oder Umschulung, sehe ich einfach, dass es vielleicht schwierig ist, das anzuwenden, weil du zu verkopft bist, oder es ist schwierig für dich zu entscheiden, welche Weiterbildung du machen möchtest oder worauf du dich positionieren möchtest. Sie einfach Mühe haben, eine Basis zu erschaffen und darauf aufzubauen. Vielleicht bist du auch ungeduldig, aber schauen wir mal. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, die Basis, irgendeine Basis. Also vor allem, wenn du das Thema Beruf hast, Karriere, hier die Basis. Ich sehe, dass da eine Herausforderung ist. Vielleicht hast du zu schnell etwas aufgebaut und jetzt wackelt es ein bisschen, weil du wie eine Grundlage vergessen hast oder irgendeine Basis. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, 10 der Schwerter deutet darauf hin, dass hier eine Art Schlussstrich kommen muss, damit eine Basis entsteht. Also auch in der Liebe, falls du jemanden Neues kennenlernen möchtest oder du schon in einer Beziehung bist, muss hier Vergangenes einen Cut bekommen. Also wenn du jetzt neue Menschen kennenlernst, Vergangenheitspersonen, das muss abgeschlossen werden, weil sonst ist wie diese Tür noch offen und dann kann die Basis nicht entstehen bei neuen Begegnungen. Du kannst die Tür nicht schließen. Also ich sehe, dass einige hoffen, dass man die Tür schließen kann, wenn man sich dann neu verliebt hat. Du musst sie vorher schließen, sonst geht es nicht. Das sehe ich ganz stark. Das Thema beim Beruf auch, dass wenn du vor allem einen Wechsel anstrebst, dass irgendetwas, es blockiert wie das Fundament, muss wie abgeschlossen werden. Schauen wir mal, was kommt sonst noch? Waage. Vor allem auch, wenn du in einer Dreiecksgeschichte bist. Da muss eine Entscheidung her, ganz klar. Sonst kann keine Verbindung wachsen oder kein Fundament entstehen. Also hier sieht man 3 der Kelche, Königin der Kelche, 8 der Stäbe und die Welt. Also hier Wasserenergie. Die Welt, die Größe. Schauen wir noch schnell bezüglich 3 der Kelche. Also bei den meisten sehe ich hier das Thema, dass dir was gelingt. Irgendeinen ersten Schritt gelingt dir. Ich habe das Gefühl, dass das ganze Ziel oder die ganze Vision vielleicht noch nicht, aber ein wichtiger Meilenstein wird angegangen und es klappt. Aber weil du dich von etwas gelöst hast. Aber ich habe das Gefühl, weil wir ja als Blockade eben auch die 10 der Schwerter haben, ist die Frage, ist es wirklich gelöst oder könnte es so schleichend wiederkommen? Luftenergie und 7 der Münzen. Also ich sehe, dass du in etwas Zeit investierst, etwas pflegst und dass du auch etwas ernten davon wirst. Also entweder wirst du eine Erkenntnis bekommen dadurch oder ich habe das Gefühl, es ist eine Erkenntnis. Etwas gelingt dir, eine Art Erkenntnis bekommst du dadurch. Und die sehr wichtig sein wird für das weitere Vorgehen, auch für die Liebe. Also hier wirklich, dass dir etwas gelingt, dass du etwas Wichtiges daraus schöpfen kannst und dass sich ein Gefühl bestärkt. Also hier wird ein Gefühl stärker oder etwas wird bestätigt. Dein Gefühl bestätigt etwas. Ich sehe aber, dass du auch noch nicht handelst. Es ist eher dieses Gefühl, das du zuerst hast und danach wird es nochmals bestätigt und zwar von außen. Also zuerst bekommst du wie in dir drin ein Gefühl der Bestätigung, der Erkenntnisse, eben diese Horizonterweiterung. Es ist, als würdest du aus diesem Ereignis etwas Wichtiges daraus lernen und ziehen für deinen Weg. Und hier kommt dieses Verständnis, dieses Gefühl, dieser Aha, so ist das. Und diese innere Klarheit.
Und dann wird diese innere Klarheit von außen bestätigt. Das heißt, es könnte sein, dass hier eine Chance kommt oder ein Zeichen, eine Nachricht und das bringt etwas in Gang, weil hier kommt die Welt, das ist sehr gut. Hier kommt wie eine Art Kettenreaktion, wenn du dich darauf einlässt. Schauen wir mal, Königin der Kelche. Der Mond, etwas zeigt sich dir. Eine Art Klarheit. Vielleicht etwas, wo du schon lange, hast du unbewusst schon lange danach gesucht. Warum etwas ist, wie es ist. Sehr spannend, fühlt sich auch sehr spirituell an. 8 der Stäbe. Schon wieder Königin, eben, es bestätigt sich dir. Ein Gefühl bestätigt sich dir und bekommst, vielleicht kann es auch eine Zusage sein, ein Zeichen, vielleicht siehst du Zahlen. Und wenn du das hast, das doppelte Zeichen, dann geh los. Das ist dein Startschuss, jetzt bist du bereit, loszugehen. Kann auch sein, dass das etwas Neues ist beruflich. Dann geh los. Vielleicht eben eine Weiterbildung. Schauen wir mal, 8 der Stäbe. Ja, du wirst schon noch, das heißt nicht so, dass du einfach frei von Sorgen sein wirst. Ich sehe schon, dass ab und zu noch die Ängste kommen und die Zweifel. Lass dich davon nicht abhalten und geh das an. Es kann auch eine Begegnung sein und plötzlich merkst du, oha, da ist was, unerwartet. Und dann bekommst du nochmals eine Bestätigung, dann lass das mal, gib dem mal Raum, dass es sich dir zeigen kann. Die Welt, hier kommt wie eine Art neuer Abschnitt, der sich anbahnt, Lebensabschnitt. Ja, kann es sein, dass du vielleicht auch einen Vertrag auflöst, dich von etwas trennst, vielleicht von einem Glaubenssatz, vielleicht von einem Ziel, vielleicht auch von einer Firma, von einem Partner, damit das Neue entstehen kann. Es ist eine Art Ablösung von etwas. Also jetzt keine Angst haben, dass jetzt nicht das Gefühl haben, dass alle sich jetzt trennen oder so, überhaupt nicht, aber es ist etwas, was im Ungleichgewicht ist, eben störend ist, dass diese Basis entstehen kann. Und wenn du das tust, diese Entscheidung, kommen hier ganz wunderschöne Wurzeln und etwas entsteht. Also falls du in einer Dreiecksgeschichte bist, kommt diese Bestätigung, von welcher Person du dich jetzt lösen sollst, weil diese Person hindert dich eigentlich daran, vorwärts zu gehen in deinem Leben. Zum Beispiel. Und ich sehe, dass hier könnte vielleicht auch um das Thema Ausland gehen. Vielleicht möchtest du aus dem Ausland etwas Neues lernen oder im Ausland etwas Neues lernen oder ein Wissen vom Ausland dir aneignen, vielleicht auch online. Es könnte auch um Thema Reise gehen, muss nicht. Aber ich sehe, dass etwas wie Form annimmt, weil du eben diese Bewusstseinserweiterung erfahren hast. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, liebe Waage? 6 der Münzen, Thema Gleichgewicht. Achte auf das Thema Gleichgewicht. Körper, Geist und Seele und Einnahmen und Ausgaben. Also nicht geizig sein und gierig sein, sondern sei auch bereit, etwas für dich zu investieren, sei aber auch bereit zu sparen. Also das heißt nicht, dass du das Geld aus dem Fenster schmeißen sollst, überhaupt nicht. Aber im Gleichgewicht sein, geben und nehmen. Ganz, ganz wichtig. Schauen wir mal, was liegt im Schatten, worauf darfst du mehr den Fokus halten? Der Hierophant. Also wenn du mit dem Thema Weiterbildung oder Umschulung spielst, achte auf Zeichen. Ich habe das Gefühl, hier ist was, ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, einige eben Schamanismus oder ja, vielleicht auch nordische Hexe, etwas mit Hexentum. Nicht bei allen natürlich, nimm das an, was zu dir gehört, aber ich sehe hier einfach eine Art Weiterbildung, wo sich in etwas vertiefen, dann tu das, aber denk auch ein bisschen langfristig, also etwas, was dich lange bereichert und nicht nur für einen Monat oder so, auch wenn du eine Person kennenlernst. Decken sich die Ziele, die ihr habt, für immer oder ist das eigentlich schon
klar, dass das gar nicht klappen kann, weil man so unterschiedliche Lebensziele hat. Also hier wirklich Fokus auch auf das langfristige Glück. Ja, meine liebe Waage, das waren die Karten. Ich bekomme auch ganz stark rein, falls du dich für das Thema Religionswissenschaften oder so interessierst oder dich irgendwie dort vertiefen möchtest. Vielleicht auch in Thema Mythen oder eben Rituale oder Praktiken, dann tu das unbedingt. Aber nur, wenn es dich dorthin zieht. Ja, meine liebe Waage, ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.